das Grundlegendste, das Primärste an jeder vorstellbaren Subjektivität ist ein Strom von Wahrnehmungen, die im Bewusstsein der Aufmerksamkeit auftauchen und wieder verschwinden. Also ein sich in der Zeit sprunghaft oder stetig verändernder Inhalt an Ideen. Wenn man mit rationalem Bewusstsein, also frei von religiösen Vorannahmen, versucht herauszufinden, was die Ursache dieses Wahrnehmungsstroms ist, dann kommt man zu den zeitlichen Veränderungen der Struktur der Materie, aus der das Subjekt besteht. Also, wenn ich Helligkeit wahrnehme, dann deshalb, weil das Licht, das von außen auf meine Netzhaut fällt, diese verändert. Und in der Folge diese Veränderungen über Nervenbahnen in mein Gehirn geleitet werden. Dadurch wird die informelle Struktur des Gehirns nachhaltig geprägt. Die Außenwelt wird so praktisch in die Struktur meiner körperlichen Konstitution eingeschrieben. Das Außen wird im Inneren gespiegelt. Wahrnehmung ist die Veränderung des eigenen Seins. Ich nehme nur wahr, weil das, was ich wahrnehme, meinen Körper verändert. Diese Veränderung selbst ist die Wahrnehmung. Primär kommen diese Veränderungen von außen. Aber sekundär erleben wir natürlich auch die Wahrnehmungen von Träumen, die nicht von außen angestoßen werden. Das Gehirn verarbeitet dabei die vorhandenen Informationen auch ohne Sinneseindrücke von außen und erzeugt so eine Illusion von Wahrnehmung. Aber primär gründet der Wahrnehmungsstrom darauf, dass die Umgebung des Organismus, der wahrnimmt, in den Organismus hineingespiegelt wird. Und daraus entsteht automatisch eine fraktale Informationsstruktur. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann spiegeln wir uns gegenseitig in unseren Gehirnen wie zwei gegenüberliegende Badezimmerspiegel. Das geht bis zur Unendlichkeit im Kleinen mit den Spiegelungen und den Spiegeln. Dadurch wird das gesamte Universum im Inneren informell nachgebaut. Das ist wie mit der Metapher von Indras Netz. Jede Perle an den Knotenpunkten des Netzes spiegelt das gesamte Netz aus seiner individuellen Perspektive, inklusive der Spiegelung aller anderen Perlen. Und wir erleben nur unsere eigenen Spiegelung des Universums und nicht das Universum selbst. Wir können nur darauf vertrauen, dass unser Spiegel sauber genug ist, damit die Spiegelung weitestgehend einer hypothetischen Realität im Außen entspricht. Interessant wird es aber, wenn wir nicht beim menschlichen Bewusstsein stehen bleiben, sondern das Prinzip selbst betrachten. Die Grundaussage davon ist ja, Wahrnehmung ist eine von außen induzierte Veränderung der eigenen Materie. Wenn man jetzt diesen Satz analysiert, bemerkt man, dass da viele Axiome enthalten sind. Man muss nämlich erst einmal davon ausgehen, dass es Materie gibt, die in Innen- und Außenwelt getrennt ist. Es gibt also die eigene Materie des Wahrnehmenden und fremde Materie, die nicht zum Subjekt des Wahrnehmenden gehört. Gleichzeitig aber die Ursache für Veränderungen der eigenen Materie ist. Es gibt demnach eine Trennung, Selbst und Welt, und es gibt eine Verbindung. Alle Materie gehört zum selben Kosmos und kann sich gegenseitig beeinflussen. Wenn wir jetzt nochmal auf der rationalen Ebene schauen, also eigentlich haben wir diese Ebene die ganze Zeit sowieso nicht verlassen, aber es ist wichtig, nochmals darauf hinzuweisen. Also wenn man von der rationalen Perspektive aus die Trennung ansieht, dann ist sie temporär und sehr interpretationsabhängig. Denn wenn man die Welt systemtheoretisch analysiert, gibt es eine breit gefächerte Hierarchie von systemischen Ganzheiten, die sich aus Teilen zusammensetzen und über bestimmte Zeiträume hinweg insofern als von der Umwelt getrennt angesehen werden können, als sie sich mit Hilfe von komplexen homöostatischen Prozessen ständig organisatorisch stabil halten. Das heißt mit anderen Worten, dass sie nur getrennt von der Umwelt existieren können, weil sie von dieser Umwelt permanent mit Materie und Energie durchflossen werden. Eigentlich ein paradoxer Zustand, denn das Subjekt ist nur dann getrennt von der objektiven Wirklichkeit, wenn es eben nicht von der objektiven Wirklichkeit getrennt ist. Getrennt, weil ungetrennt. Die Trennung ist eine notwendige Illusion und genau dieser Zustand führt zur informellen Fraktalität. Der Kosmos wird im Subjekt gespiegelt und der Wahrnehmungsstrom selbst ist dieser Spiegelungsprozess. Aber
Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Diese Veränderung in der inneren Struktur durch äußere Einflüsse, die den Wahrnehmungsstrom bei uns ausmacht, den gibt es auch auf einfacheren Ebenen der Natur. Beim Menschen ist die Komplexität der Informationsverarbeitung nur so hoch, dass wir zur Erinnerung, zur Innenperspektive und damit zur Generierung einer Ich-Illusion fähig sind. Aber das Prinzip ist bis hinunter zum atomaren Bereich immer dasselbe. Selbst im Quantenbereich entsteht der Kollaps durch eine Veränderung der Wahrscheinlichkeitswolke nur bei der Konfrontation mit anderen Teilchen. Also die materielle Realität selbst entsteht durch Interaktion, welche die Außenwelt im Inneren spiegelt. Jede Interaktion zwischen zwei Teilchen ist demnach ein Messprozess, eine Beobachtung, welche die Welt realisiert. Das Teilchen selbst, das ja nur eine mathematische Wahrscheinlichkeit darstellt, wird durch den Einfluss der Umgebung verändert. Es ist identisch mit dem, was wir als Wahrnehmung einer Außenwelt bei lebendigen Organismen kennen, und es ist deshalb nicht zu erklären, dass wir diesen identischen Prozess bei Teilchen anders interpretieren sollten. Das Teilchen nimmt seine Umgebung wahr, indem es durch diese Umgebung verändert wird. Die Veränderung selbst ist die Wahrnehmung der Umgebung. Auch wenn kein Ich-Bewusstsein beteiligt ist, verfügt der Quantenkollaps bereits über alle Kriterien des Wahrnehmungsstroms. Wahrnehmung ist eine von außen induzierte Veränderung der eigenen Materie. Aber in diesem Bereich ist der Begriff Materie noch nicht wirklich angebracht. Hier handelt es sich ja zunächst um nichts anderes als ein raumzeitliches Feld mathematischer Werte. Und selbst der Begriff raumzeitlich meint in diesem Zusammenhang nur, dass es eine Differenzierung der Werte und eine Beziehung dieser Werte untereinander gibt. Man kann also von einer differenzierten Informationsganzheit sprechen. Und an diesem Punkt wird klar, weil ich vorher von der Ich-Illusion gesprochen habe, dass auch die Materie in der Raumzeit eine Illusion ist. Oder positiv formuliert, das Ich ist genauso real wie die Materie. Beides sind subjektiv erlebte, temporäre Abgrenzungen einer differenzierten Informationsganzheit. Und da wir uns durch eine komplexe Informationsverarbeitung unseres Wahrnehmungsstroms unserer selbst bewusst werden können, also wir könnten uns solche rekursiven Selbstreferenzen, wie sie für ein Ich-Bewusstsein notwendig sind, ja durchaus auch völlig frei von jeglicher Bewusstheit vorstellen. Insbesondere in einem materialistischen Weltbild. Aber da wir uns also dieses Ichs bewusst sind, dadurch ist völlig klar und evident, dass die ganzheitliche gemeinsame Informationsbasis von Geist und Materie die Komponente des lebendigen Bewusstseins beinhalten muss, um sie auch den Teilen, also den subjektiven Systemen, zur Verfügung zu stellen. Wenn dem nicht so wäre, könnten wir uns unserer selbst gar nicht bewusst werden. Mit anderen Worten, allein die Tatsache, dass wir uns unseres Ichs bewusst sind, ist ein Gottesbeweis.